Warum wachen so viele Menschen im höheren Alter gegen 3 Uhr nachts auf und können dann einfach nicht mehr einschlafen? Du liegst da, im dunklen Zimmer, alles still. Du starrst an die Decke und fragst dich, was stimmt nicht mit meinem Körper? Was ist los in meinem Kopf? Wenn dir das bekannt vorkommt, du bist nicht allein. Dieses nächtliche Erwachen ist weit verbreiteter, als man denkt. Und es ist kein Zufall, keine bloße Angewohnheit und ganz sicher nicht einfach nur Teil des Älterwerdens. In diesem Video gehen wir 5 Ursachen auf den Grund, die erklären, warum sich genau dieses Erwachen um 3 Uhr nachts so häufig einstellt. Jede dieser Ursachen offenbart etwas Tieferes über deinen Körper, über deine Seele, über das Leben, das du geführt hast. Du wirst sehen, diese Momente sind kein Fehler, sondern Signale, leise, deutlich, wertvoll. Wir sprechen über Hormone und innere Uhren, über Schmerzen, Erinnerungen, Einsamkeit und tun es mit dem Respekt, den ein gelebtes Leben verdient. Wenn du also je nachts wach lagst und dich gefragt hast, warum ausgerechnet jetzt, dann bist du hier genau richtig. Lass uns beginnen. Abnehmende Melatoninproduktion. Eine der häufigsten Ursachen, warum Menschen im höheren Alter mitten in der Nacht aufwachen, oft gegen 3 Uhr, ist ein kaum sichtbarer, aber sehr entscheidender Wandel. Die Melatoninproduktion sinkt. Melatonin ist das Hormon, das deinem Körper sagt, wann es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Es ist der Taktgeber deines Schlaf-Wach-Rhythmus. Früher, als du jünger warst, produzierte dein Körper ausreichend Melatonin, regelmäßig und zuverlässig. Es half dir einzuschlafen und vor allem durchzuschlafen. Aber mit den Jahren verändert sich das. Der Melatoninspiegel fällt, nicht plötzlich, nicht dramatisch, aber spürbar. Du schläfst vielleicht immer noch schnell ein, vor allem wenn der Tag lang oder der Abend ruhig war. Doch gegen 2, 3 oder 4 Uhr morgens ist der Spiegel oft so niedrig, dass dein Körper den Schlaf nicht mehr halten kann. Du wachst auf, nicht wegen eines Geräuschs, nicht wegen eines Traums, sondern weil dein Gehirn langsam in den Wachmodus übergeht. Still, von innen heraus. Das ist kein Fehler, kein persönliches Versagen. Es ist eine biologische Veränderung, völlig normal, aber eben spürbar. Und es gibt Dinge, die das verstärken. Selbst kleine Lichtquellen, eine Straßenlaterne durch den Vorhang, ein leuchtender Wecker, Licht unter der Tür, reichen oft schon aus, um die ohnehin schwächere Melatoninproduktion noch weiter zu hemmen. Mit dem Alter wird unser Körper empfindlicher gegenüber solchen Reizen. Harald, 72, war sein Leben lang ein guter Schläfer. Doch in letzter Zeit wacht er fast jede Nacht gegen 3:15 Uhr auf. Er fühlt sich nicht unruhig, nicht gestresst, nur plötzlich hellwach. Erst als er verstand, dass das nichts mit ihm persönlich zu tun hat, sondern mit dem Melatonin in seinem Körper, hörte er auf, sich selbst dafür verantwortlich zu machen. Er veränderte nur Kleinigkeiten. Er verdunkelte das Schlafzimmer, ließ die Bildschirme abends früher ruhen, ging jeden Abend ein paar Minuten spazieren, nicht um Schlaf zu erzwingen, sondern um seinem Körper leise zu zeigen: Es ist Nacht. Heute wacht er manchmal immer noch früh auf. Aber jetzt kämpft er nicht mehr dagegen. Er arbeitet mit dem, was ist. Denn das ist das Entscheidende. Wenn du verstehst, warum dein Körper sich so verhält, wie er es tut, kannst du aufhören, ihn zu bekämpfen und anfangen, ihn zu begleiten. Verschobener Schlafrhythmus und die Phase des frühen Einschlafens. Mit den Jahren verändert sich nicht nur der Körper, auch der innere Takt, nach dem wir leben und ruhen, verschiebt sich leise. Was früher ein normaler Tagesablauf war, später Abend, längerer Schlaf bis in den Morgen, beginnt sich zu verlagern. Unmerklich zuerst, dann immer klarer. Du schläfst früher ein und wachst früher auf. Oft schon, bevor der Tag beginnt. Diese Veränderung nennen Fachleute die vorgeschobene Schlafphase. Der biologische Rhythmus des Körpers verschiebt sich. Deine innere Uhr stellt sich neu. Nicht, weil du es willst, sondern weil dein Körper es braucht. Früher war dein Schlaffenster vielleicht zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens. Heute ist es möglicherweise zwischen 21 Uhr und 3 Uhr. Das ist kein Zeichen von Schlaflosigkeit. Das ist Biologie. Und sie zeigt sich besonders dann, wenn dein Alltag ruhiger geworden ist, wenn keine Arbeit mehr ruft, keine festen Termine den Abend strukturieren,
Wenn du abends weniger Eindrücke verarbeitest, dann beginnt dein Körper früher mit seinem Ruheprogramm und der Schlaf kommt früher und endet früher. Charles, 68, ist seit kurzem im Ruhestand. Er isst um 17:30 Uhr zu Abend, schaut etwas fern und ist gegen 21 Uhr im Bett. Um 3 Uhr morgens ist er hellwach, nicht gestresst, einfach wach. Zuerst dachte er, etwas stimme nicht. Doch dann begriff er, sein Schlaf war nicht kaputt. Er war nur neu getaktet. Er begann, seine Abende leicht zu verlängern. Er las ein Kapitel im Buch, rief seine Tochter an, ging eine kleine Runde um den Block. Keine großen Veränderungen, nur kleine Signale für den Körper. Noch ist nicht Schlafenszeit. Nach einigen Wochen verschob sich sein Rhythmus. Er schlief länger und fühlte sich wieder im Einklang mit seinem Tag. Wenn du also mitten in der Nacht aufwachst und dich fragst, warum, vielleicht hast du einfach schon fertig geschlafen. Nicht zu wenig, sondern früher als gewohnt. Und wenn du das weißt, kannst du beginnen, dein Leben sanft daran anzupassen. Denn der Schlaf verändert sich, aber du kannst ihn mitgestalten. Nicht gegen ihn, sondern mit ihm. Körperliche Beschwerden und nächtliche Signale des Körpers. Die Nacht ist ruhig, doch gerade in dieser Ruhe wird der Körper lauter. Mit zunehmendem Alter nehmen kleine Beschwerden zu. Nicht immer spürbar am Tag, aber oft genau dann, wenn alles still wird. Ein ziehender Schmerz im Rücken, ein steifes Gelenk, ein leichter Druck in der Blase, ein Hauch von Trockenheit im Mund oder eine plötzliche Wärme im Raum. Manchmal braucht es nicht viel, nur ein winziger Reiz und der Schlaf bricht ab. Besonders häufig wachen ältere Männer nachts auf, weil sie Wasser lassen müssen. Die Blase verliert im Alter an Elastizität. Der Harndrang wird deutlicher, dringlicher und gerade nachts kaum zu ignorieren. Und wenn man einmal aufgestanden ist, ist der Körper oft schon zu wach, um einfach wieder zurück in den Schlaf zu sinken. Aber das ist nicht alles. Auch Medikamente spielen eine Rolle. Blutdrucksenker, Schmerzmittel, Herzmedikamente. Sie alle haben Nebenwirkungen. Häufigeres Wasserlassen, veränderte Temperaturwahrnehmung, leichtere Erregbarkeit des Nervensystems. Und oft bemerken wir den Zusammenhang erst spät oder gar nicht. Elelana, 76, war immer eine eher leichte Schläferin. Doch im letzten Jahr wachte sie fast jede Nacht gegen 3:30 Uhr auf. Sie dachte lange, das sei einfach Alter. Doch als sie mit ihrem Arzt sprach, wurde klar, ein Medikament beeinflusste ihren Wasserhaushalt und störte ihren Schlafrhythmus. Sie änderte die Uhrzeit der Einnahme, passte ihren Alltag etwas an und plötzlich konnte sie wieder durchschlafen oder zumindest leichter wieder einschlafen. Das zeigt, diese nächtlichen Unterbrechungen sind kein Zeichen dafür, dass der Körper versagt. Ganz im Gegenteil. Es sind Zeichen dafür, dass er noch immer aufmerksam ist, noch immer reagiert, noch immer schützt, meldet, reguliert. Wer versteht, was da passiert, kann aufhören, sich zu ärgern und anfangen, genauer hinzuhören. Lebensgewohnheiten, die den Schlafrhythmus unbemerkt verschieben. Manchmal ist es nicht der Körper und auch nicht das Alter selbst, das den Schlaf verändert, sondern die kleinen Gewohnheiten, die sich über Jahre einschleichen. Ganz unscheinbar, aber wirkungsvoll. Frühere Abendessen, weniger Bewegung tagsüber, weniger Reize am Abend, ruhigere Tage, weniger feste Termine. All das signalisiert dem Körper, die Nacht beginnt jetzt. Und je früher sie beginnt, desto früher endet sie. Viele Menschen bemerken diesen Wandel nicht bewusst, doch der Schlaf verschiebt sich. Nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil sich der Tag verändert hat. Und das Gehirn, das früher durch Arbeit, Licht, Gespräche und Aktivitäten spät beschäftigt war, bekommt nun seine Signale deutlich früher. Das Melatonin steigt, die Augen werden schwer und der Schlaf kommt, oft noch bevor die Uhr 21 Uhr zeigt. Doch wenn man früher einschläft, ist es kein Wunder, wenn man auch früher wieder wach wird. Um 3 Uhr morgens, noch vor dem ersten Vogelruf. Auch Essen spielt eine Rolle. Ein frühes Abendessen, ohne kleinen Snack später, kann dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel nachts leicht absinkt. Nicht genug, um Hunger zu spüren, aber genug, um den Körper aus dem Schlaf zu holen. Koffein ist ein weiterer Faktor. Was man früher am Nachmittag problemlos vertrug, bleibt im Alter länger im System und stört den tiefen Schlaf, ohne dass man es merkt. Walter, 74,
hatte sich auf seinen Ruhestand gefreut. Doch mit der neuen Freiheit kam auch ein neuer Rhythmus. Er aß um 5, schlief beim Abendprogramm im Fernsehsessel ein und war oft schon vor 9 im Bett. Und um 3 Uhr morgens wach, klar, fragend. Er begann seinen Tag bewusster zu strukturieren. Ein kurzer Spaziergang am Nachmittag. Kein Nickerchen mehr nach dem Abendessen. Helleres Licht beim Lesen am Abend. Kein Zwang, nur neue Signale. Und nach einiger Zeit verschob sich der Rhythmus. Nicht perfekt, aber besser. Er wachte später auf und fühlte sich wohler. Denn unser Körper liebt Wiederholung. Er braucht Ordnung. Und wenn du ihm neue Orientierung gibst, wird er dir Ruhe schenken. Emotionale Unruhe und das leise Nachhallen der Seele in der Nacht. Manchmal ist es nicht der Körper, der uns weckt, sondern etwas Tieferes. Etwas, das keinen Namen trägt, aber gehört werden will. Mit dem Alter wird das Leben stiller. Und in dieser Stille tauchen Dinge auf, die früher vom Lärm des Alltags übertönt wurden. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, ungelöste Fragen. Plötzlich, gegen 3 Uhr morgens, wenn alles schläft, wirst du wach, nicht aus Angst, sondern aus einer Art innerer Bewegung. Ein leises Summen im Herzen, eine Sehnsucht, eine Erinnerung. Es ist keine Panik, keine klassische Angst. Es ist Nachdenken in der Tiefe, ein emotionales Echo. Der Verstand greift zurück, zu alten Freundschaften, zu offenen Worten, zu Momenten, die dich geprägt haben oder die du loslassen wolltest, aber nie ganz konntest. Und weil der Alltag keine Eile mehr kennt, findet die Seele endlich Raum zu flüstern. Auch Einsamkeit spielt eine Rolle, nicht immer laut. Manchmal zeigt sie sich nur als Wunsch, etwas zu teilen, einen Gedanken, ein Lächeln, eine Gegenwart. Gloria, 80, verwitwet. Am Tag ist sie beschäftigt, mit Garten, Familie, Serien. Aber nachts, wenn das Haus still ist, wacht sie oft auf und denkt an ihn, an seinen Blick, an seine Stimme, an ihr gemeinsames Leben. Zuerst glaubte sie, etwas stimme mit ihrem Schlaf nicht. Doch irgendwann verstand sie, es war nicht ihr Schlaf, der sie rief, es war ihr Herz. Sie begann, ein kleines Notizbuch neben das Bett zu legen. Wenn sie wach lag, schrieb sie ein paar Sätze. Nichts Großes, nur ehrlich. Sie hörte abends ruhige Musik. Manchmal schrieb sie jemandem, den sie mochte. Diese kleinen Rituale wurden zu Brücken zurück in den Schlaf. Nicht, weil die Gedanken verschwanden, sondern weil sie Raum bekamen. Denn das Herz folgt keinem Zeitplan. Es erinnert sich, wann es will. Es fragt nach Antworten, wenn alles andere schweigt. Wenn du also wach wirst und merkst, dass du nicht wegen Licht oder Lärm aufgewacht bist, sondern wegen dir selbst, dann bleib freundlich. Frag dich, was will in mir gehört werden? Was wurde lange nicht gesagt? Was sucht gerade Frieden? Denn manchmal bringt uns nicht die Flucht vor Gedanken zur Ruhe, sondern das leise Zuhören. Abschließender Gedanke, Off-Stimme. Jetzt, da du all diese 5 Ursachen kennengelernt hast, nimm dir einen Moment der Stille. Nicht zum Grübeln, sondern zum Spüren. Welche dieser Gründe haben in dir etwas berührt? War es der veränderte Rhythmus deines Körpers? Die kleinen Beschwerden, die nachts spürbarer werden? Oder war es etwas Tieferes, eine Erinnerung, ein Gefühl, ein Echo deiner Seele? Was auch immer es war, es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von Leben, von Wandlung, von einem Körper und einem Geist, die auch im Alter noch reagieren, denken, empfinden. 3 Uhr morgens muss kein Feind sein. Vielleicht ist es ein leiser Hinweis, ein Moment der Rückschau, ein Impuls, dich selbst wieder bewusster wahrzunehmen. Wenn du beginnst, diese frühen Stunden nicht als Störung zu sehen, sondern als Botschaft deines Körpers, verändert sich etwas. Dann wächst Verständnis. Aus Verständnis entsteht Ruhe. Und aus Ruhe neue Kraft. Du bist nicht allein mit diesen Erfahrungen. Und du bist ganz sicher nicht der Einzige, der nach Antworten sucht. Doch wer beginnt, sich selbst zuzuhören, findet etwas Wertvolles. Eine neue Tiefe im Schlaf. Mehr Frieden in der Nacht. Und ein bisschen mehr Sanftheit im Umgang mit sich selbst. Denn du alterst nicht einfach. Du entwickelst dich weiter. Und mit dieser Weiterentwicklung kommt die Chance, dich bewusster zu erholen, liebevoller mit dir umzugehen und jeden neuen Morgen mit etwas mehr Verständnis und innerer Klarheit zu begrüßen. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben.
Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diesen sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend? Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen. Zeit, um sich zu verbinden. Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.